Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Radar, einem Habecker Podcast. Mit mir am Mikrofon ist der Malik. Grüezi. Und ich bin Sandja. Malik, stellen wir uns einmal richtig vor. Also gut. Was ist deine Funktion bei Habecker? Ich bin bei Habecker Ablaufregisseur und Creative Consultant. Das bedeutet, ich betreue Projekte von der Konzeption von ganz am Anfang über den Ablauf bis hin zur Umsetzung vor Ort in der Venue. Und nebenbei mache ich Podcasts. Genau, und ich bin Creative Consultant ebenfalls in der Kreativabteilung bei Habecker und mein Job ist Konzept erstellen, Drehbücher erstellen. Mein Schwerpunkt ist Storytelling und digitale Themen und Umsetzung im weiteren Sinn. Und um was geht es in unserem Podcast? In unserem Podcast geht es um aktuelle Themen, die bei Habecker auf dem Radar sind und uns beschäftigen. Genau. Und heute haben wir ein Thema, das so gar nicht aktuell ist und das eigentlich auch gar nicht unbedingt auf dem Radar ist, aber die Ausnahme bestätigt ja die Regel. Unser heutiges Thema ist die Geschichte des Events. Ganz genau. Ich würde sagen, das ist vielleicht doch irgendwie ein aktuelles Thema, weil wir arbeiten ja täglich aktuell mit Events und ich glaube, das ganze Hintergrundwissen zu haben, das ja letztendlich dazu geführt hat, wie wir heutzutage Events machen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sehe das genau gleich. Also ich bin richtig in die Recherche eingetaucht und wir beantworten am Schluss die Frage, inwiefern das Ganze Relevanz für uns heutzutage hat. Und ich denke, da wird vielleicht der ein oder andere spannende Punkt kommen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach am Anfang an. Yes. Frage, wo ist der Anfang? Die Frage habe ich mir auch gestellt bei der Recherche. Die erste Frage, die mich dann tatsächlich nach so 10-15 Minuten Recherche besonders Wunder genommen hat, ist die gewesen, wie hat das wirklich angefangen? Also nicht nur, wie ist man auf die Idee gekommen, Events zu machen oder was ist der Grund dafür gewesen, dass es das gegeben hat, vereinzelt. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wie hat es angefangen, dass Leute regelmäßig Events gemacht haben und wie sich der in der Gesellschaft so etabliert hat, dass man ihn eigentlich heutzutage nicht mehr wegdenken kann. Und ich habe dann herausgefunden, dass das tatsächlich sehr spät passiert ist. Die generelle Etablierung des Events, wie wir ihn heute kennen. Und bin dann wie ein bisschen erstaunt gewesen, dass eigentlich Events über einen sehr, sehr grossen Zeitraum gar nicht so in dem Ausmaß stattgefunden haben, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ich würde aber jetzt denken, wir gehen trotzdem ganz an den Anfang, wo Events sich noch nicht wirklich mega etabliert haben und uns ein bisschen austauschen. Ja, also ich glaube, wir können uns einig sein, wir überspringen den Urknall und Dinosaurier und kommen irgendwo hin zu den Menschen. Und ich glaube aber dann fängt es schon, wenn man das Thema Event ein bisschen frei interpretiert, glaube ich, irgendwo schon recht früh mal an. Also erste Events, was ist ein Event? Ist eigentlich, wenn wir zusammenkommen, wenn Menschen sich treffen und sich irgendwie austauschen. Und da denke ich persönlich gerade das Thema Lagerfeuer und Geschichten erzählen, was ja irgendwie ja auch schon so ein bisschen, ja, ein Event ist jetzt wie ein Happening. Ja, irgendwo, es fängt so ein bisschen dort an. Ich glaube auch so die Ursprünge vom Thema Storytelling kann man irgendwo mal in die Richtung schieben. Und dann, man kennt es ja als Familie, als Gruppe, als Clan, als was auch immer, man hat das Bedürfnis zum Zusammenkommen. Und ja, es sind so emotionale Themen, die einem zusammenbringen, wie irgendwie Geburten, Hochzeiten, Todesfälle, Frühlingsanfang, Gottheiten, die man verehrt und irgendwie, weiss nicht, denen huldigt oder was auch immer. Also genau. So, das viele rituelle Sachen oder Brüche, die sich etabliert haben, wenn man Sachen zelebriert oder trauert. Das sind die ersten Events gewesen. Also gerade auch irgendwie, wenn man jetzt schaut, dass Leute früher, die in kleinen Gemeinschaften gelebt haben, regelmäßig zusammengekommen sind, regelmäßig Ritual abgehalten haben, sei es jetzt irgendwie Opfergaben gewesen oder Gesang zum Beispiel. Also Musik ist auch ganz, ganz früh mit reingekommen. Nicht mit Instrumenten. Instrumente sind dann irgendwann dazugekommen und vielleicht hat man am Anfang noch ein bisschen auf Holz trümmelt. Aber wirklich, dass man gesungen hat miteinander am Feuer, den Zusammenhalt und das zelebriert hat. Genau, und irgendwie würde ich sagen, das ist einmal ganz lange Zeit so eine natürliche Sache gewesen, die sich auch so einfach aus dem Sozialen heraus ergeben hat. Mit der Zeit sind Regeln dazugekommen, die sich vielleicht über das Ritual entwickelt hat, dass man immer einen gewissen Ablauf von einem gewissen Fest hatte, dass man Rollenverteilungen hatte etc. Und wenn man dann irgendwie versucht, einen Sprung zu machen, sind ja dann auch recht schnell
politische Interessen beziehungsweise Stammeschefes Interesse oder wie auch immer. Also man hat so angefangen Interessen verfolgen, hat wie soll ich sagen, Manipulation ist jetzt wie das falsche Wort, aber man hat ja auch wirklich klare Ziele können verfolgen mit der Art von Festen, die man macht. Und ja, es ist die Interessensvertretung im Endeffekt. Genau. Und ich glaube, das ist irgendwie für mich zumindest in der Recherche so einer der Kernpunkte gewesen, um wie so irgendwie nochmal realisieren, aha, eigentlich macht man es ja nur, weil man etwas will. Also man will irgendjemanden zu irgendetwas bringen, man will irgendetwas verkaufen, man möchte irgendeine Meinung populär machen. Also es ist irgendwie, geht es immer um solche Themen. Und ich glaube, man könnte jetzt ganz viele Punkte aufgreifen, aber ein interessanter Punkt sind sicher Gladiatorenkämpfe. Also wenn man sich da mal überlegt, weshalb das abgehalten worden ist, das politische Ziel, das Ziel von den Leuten irgendwie unterhalten können, von, aber auch ganz klar Meinungen und Werte indoktrinieren. Also es ist eine spannende Art von, wie soll ich sagen, mir kommt nur Manipulation in den Sinn. Es ist nicht so, es ist so böse. Ja. Also es ist wie so Einflussnahme, sagen wir mal so. Ja, also das Kolosseum ist ein Thema gewesen, das mich tatsächlich auch mega fasziniert hat. Also klar, ich habe das schon irgendwie gewusst, aber was mich dann doch nochmal erstaunt hat, ist, wie absolut brutal und barbarisch die Kämpfe da drin sind. Und dass das einfach frei zur Verfügung gestanden ist am Volk von Rom. Und dass einfach ganz normale Leute dort reingehen können und schauen, wie Leute oder Tiere abgemetzelt werden. Und ich finde das so abstrus, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Als das Kolosseum damals eröffnet worden ist, hat man 100 Tage lang Festlichkeiten und Veranstaltungen gemacht in diesem Rahmen. 100 Tage lang. Ich kann mir das kaum vorstellen, was das echt war damals. Ja, wenn du überlegst, wie viele Leute da zu Schaden gekommen sind, wenn 100 Tage lang so Festspiele in Anführungszeichen veranstaltest. Ja, aber ich glaube, so, das ist ja auch, wenn man überlegt, Mittelalter, wo Hinrichtungen etc. irgendwie öffentlich durchgeführt worden sind, ist auch so. Dort war es ja dann oft so, dass man das irgendwie zelebriert hat und daraus wie einen Sündenbock gemacht hat. Genau. Also so, das ist jemand, der unser Land irgendwie schlecht macht oder ein Verbrecher, der nicht verdient hat, noch unter uns zu sein. Und dann haben wir das richtig zelebriert, dass die jetzt geköpft werden oder gehängt oder whatever. Mega brutal, mega abstrus, oder? Aber ich kann es irgendwo durch auch nachvollziehen. Früher war die Welt in dem Sinn brutaler gewesen. Und die Leute sind, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich ein bisschen robuster gewesen diesbezüglich. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also, das finde ich noch schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, der Punkt ist ja auch der Unterhaltungsfaktor. Und ich meine, wir kennen das jetzt von uns heutzutage. Wir schauen auch Trash-TV und weiss nicht was. Alles, was uns irgendwie ein bisschen abstößt, fremdschämt oder was auch immer, hat gleich einen rechten Aufmerksamkeits-Flair und wir wollen da schauen und können gar nicht wegschauen. Und ich weiss nicht, ob der Aspekt vielleicht auch halt wahnsinnig reinspielt. Um da von diesen unerfreulichen Themen ein bisschen wieder zu den schönen Themen zu wechseln. Das Thema Olympia ist sicher auch ein Paradebeispiel, wenn es um das Thema Events geht. Vor allem auch die Grössenordnung und der Rahmen, wie das entstanden ist. Also Olympia, die Festspiele haben bereits 770 Jahre vor Christus haben die stattgefunden und sind eigentlich einfach Festspiele gewesen, wo man zu Ehren vom Zeus abgehalten hat. Und es ist eigentlich dort auch schon ums Kräftemessen gegangen. Und hat aber noch viel, viel mehr so den rituellen Gedanken gehabt. Und dann hat es die Olympischen Spiele ja ganz lange nicht mehr gegeben. Und so wie wir sie heute kennen, ist dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat man da wieder angefangen. Und der Sport war dann im Zentrum gewesen, aber auch dort, also es war wirklich ein grosser Anlass gewesen, der unheimlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und so, das hat ja auch ganz unterschiedliche Menschen zueinander gebracht und das sich gegenseitig messen und ja, ist eine Art von Austausch, wo man sich da plötzlich drin befindet. Also.
Genau. Was besonders wichtig war damals bei den Olympischen Spielen, ist natürlich der Waffenstillstand. Dort haben Politiker oder Diplomaten die Möglichkeit gehabt, um miteinander sich austauschen, diskutieren, verhandeln. Und das in einem Rahmen, wo halt einfach alle Leute miteinander sind, am gleichen Fleck. Und man muss nicht irgendwie noch weit reisen oder so. Also macht man sowieso, aber eben unter dem Rahmen. Und das kann ich mir sehr praktisch vorstellen, gerade wenn man zum Beispiel verstritten ist mit einem anderen Reich oder Krieg hat. Und man muss aber irgendwo trotzdem den Common Ground finden und mal miteinander reden, sehe ich als absolut gute Möglichkeit, um das dort zu machen. Und ich glaube auch, es war für das Volk durchaus sehr spannend gewesen, dass gerade wenn man in einer Kriegssituation ist oder einfach, dass man verfeindet ist mit irgendwie anderen Leuten, dass man dann dort zusammenkommt und im Rahmen von Sport eigentlich sich gegenseitig misst. Und das, habe ich das Gefühl, kann auch schon viele Emotionen eigentlich lösen von den Leuten. Ja, der Begriff auch quasi sportlich handeln oder sportlich sein ist ja auch von dem her die spannende Interpretation, dass man quasi trotz Differenzen sich irgendwie ordentlich verhaltet und eine gewisse Fairness hat. Mhm. Ich habe dann noch herausgefunden, und das habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, die Olympischen Spiele sind eigentlich nur ein heiliger Wettkampf von mehreren heiligen Wettkämpfen. Und zwar hat man die damals Panhellenische Spiele genannt. Und die Olympia war eigentlich nur eins von denen gewesen. Es hat noch die Pythischen Spiele gegeben. Die sind alle 2 Jahre veranstaltet worden. Die Nemeischen Spiele und die Isthmischen Spiele. Alle zu Ehren von Göttern und alle haben etwas mit Wettkampf zu tun gehabt. Also sehr, sehr spannend, dass den Griechen das anscheinend sehr wichtig war, Wettkämpfe zu machen, sich zu messen. Ja, das ist noch spannend, aber auch wenn wir auf heute schauen, gibt es das doch noch ganz viel. Ich meine, es gibt Boxkämpfe, MMA-Kämpfe, Kampfkunst. Das ist etwas, was die Leute immer noch mega, mega cool finden, sich zu messen oder auch ein Fan sein für jemanden, der sich misst. Das ist noch sehr spannend. Das sich messen hat natürlich auch auf ganz anderen Ebenen stattgefunden und bringt uns vielleicht zu einem weiteren Punkt in diesen ganzen Events, und zwar das Thema Weltausstellungen. Also mit der Industrialisierung ist ja dann auch das Thema aufgekommen, dass man sich in Bezug auf Fortschritt, technologische Entwicklung hat messen. Und es ist so ein bisschen der Anfang von ganz viel zusätzliche Interessen nebst dem politischen und Wert. Plötzlich hat man auch Marketinginteressen verfolgen, man hat Produkte unter die Leute bringen, man hat zeigen, was es alles gibt. Also es war auch da wieder ein Zuschaustellen gewesen, aber irgendwie auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und so hat es dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Weltausstellungen gegeben. Ganz am Anfang, ich glaube, die allererste Weltausstellung hat man 1851 im Hyde Park in London gemacht und hat für das den gläsernen Palast aufgebaut. Mhm. Das war noch ein einziges Gebäude, wo alle dort zumal teilnehmenden Nationen in einem quasi Gebäude versammelt sind. Und man hat sich da über technische und industrielle Neuheiten quasi können informieren und hat den Leuten das gezeigt. Und wahnsinniger Publikumsmagnet gewesen. Die Leute haben Sachen gesehen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und ich glaube, der Charakter ist bis heute auch bestehen geblieben, dass man wirklich irgendwie versucht zu zeigen, was man als Nation drauf hat, dass man Interessen verfolgen kann, was so ein bisschen subtil ist und die Leute sind unterhalten, man tut sich ein bisschen beeinflussen. Also es ist so, es ist ein grosser, vielfältiger Vorteil. Mega. Ich glaube, das ist auch sicher etwas, was bei den Griechen auch eine Rolle gespielt hat. Zu zeigen, dass man das kann, dass man so eine riesige Veranstaltung durchführen kann. Was spannend ist, dass das in diesem Format nur dank der Industrialisierung können stattfinden wegen dem Transport. Also dass Events mehr haben können stattfinden und mit Leuten von grösseren Distanzen können stattfinden, weil man die Möglichkeiten erst dann wirklich so richtig gehabt hat oder sie erst dann erschwinglich gewesen sind. Man muss sich vorstellen, das ist jetzt ein bisschen nach der olympischen Zeit, aber immer noch vor Christus. Bei den alten Ägyptern hat es sehr viele Veranstaltungen gegeben, vor allem dann auch unter der Kleopatra. Und dort muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt dort, ich sage jetzt mal, ein römischer General eingeladen worden ist für so eine Veranstaltung, für so ein Fest, dann hat irgendjemand mit einem Brief müssen wochenlang dort hinlaufen, oder? Und das ist unfassbar. Also
ich verstehe, dass es damals noch nicht so viele grosse Events gegeben hat, weil es halt einfach für alle einen unglaublichen Aufwand bedeutet hat. Ja, du hast auch nicht kurzfristig absagen. Nein. Ja, das stimmt. Genau. Und bei den Ägyptern hat es sehr viele Veranstaltungen gegeben. Ob man die jetzt Events will nennen, ist noch schwierig. Vielleicht sind es auch eher auch so fest und so ein bisschen gebrauchsmässig. Ich habe herausgefunden, dass vor der Kleopatra, also Kleopatra Herrschaftszeit war ca. 51 vor Christus gewesen. Aber auch vor dieser Zeit haben die Ägypter einige Events gemacht, die sind allerdings eher dafür da gewesen, für Frieden unter den Stämmen und so ein bisschen den Austausch unter den Stämmen zu fördern. Und Kleopatra ist dann eigentlich die erste gewesen, die ihren Status und ihre Möglichkeiten ausgenutzt hat, um grosse Feten zu machen. Und was ich bei ihr auch sehr lustig gefunden habe, ist, sie hat ein paar Rendezvous für sich organisiert. Nämlich ist das so gelaufen, dass sie einen potenziellen Liebhaber gesucht hat oder mehrere potenzielle Liebhaber und für das dann sich entschieden hat, zum sehr extravagante, luxuriöse Rendezvous einzurichten. Beispielsweise hat Kleopatra eine Fahrt auf dem Nil bei Sonnenuntergang für den römischen General Mark Anton organisieren lassen, begleitet von Kerzen, kostümierten Mägden und natürlich gekrönt von einem grossartigen Festmahl. Ja, wer kann da widerstehen? Wer kann da widerstehen? Das ist aber damals wirklich nur möglich gewesen, weil Kleopatra auch unbegrenzte Ressourcen hatte. Und dort hat auch nur der höhere Adel oder die höhere Gesellschaftsschicht können teilnehmen. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal sagen. Eigentlich Grossveranstaltungen damals sind nur von Leuten genossen worden, die dementsprechend sich in einer Gesellschaftsschicht bewegt haben, wo das Geld und die Ressourcen für das herum war. Also eigentlich ist über eine sehr, sehr lange Zeit hat die breite Masse nicht wirklich Zugang gehabt zu Veranstaltungen. Genau. Beziehungsweise hat dann nur die eigenen rituellen, familiären Veranstaltungen gehabt. Genau. Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich ja eine Entwicklung von der neueren Zeit, dass es Feste gibt, wo so gesehen jeder einen Zugang hat. Ja, da kommen wir jetzt eigentlich auch gerade zum Beispiel im Kontext von Fußball die Rolle der Medien in den Sinn. Also ich denke, das ist ja ein Paradebeispiel, die ganzen Fußball-Weltcups. Wenn man schaut, die Nationen, die Teil sind von der FIFA, hat die Zahl ist explodiert ab dem Moment, wo es eigentlich Fernsehübertragungen vom Fußball gegeben hat. Und ab dem Moment ist natürlich auch alles wahnsinnig interessant geworden für die Nation, die quasi die Host-Nation war, zum im Fernsehen zu kommen, zum zeigen, zum sich präsentieren, die ganzen Werbepartner etc. Also das hat alles plötzlich ganz viel Attraktivität gewonnen und ja. Eben, ich finde wirklich spannend, dass das eigentlich nur hat können so sich entwickeln weg den Möglichkeiten, die wir haben. Ich bin innerhalb von meiner Recherche habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt. Und zwar, also ich habe mich wirklich an diversen Punkten gefragt während meiner Recherche, hey, warum hat es eigentlich vor der Industrialisierung oder allgemein vor den letzten 250, 300 Jahren so wenig Events gegeben, grosse Events, grosse Veranstaltungen. Und dann bin ich weitergegangen in meiner Recherche und bin dann irgendwann darauf gekommen, hey, 1870, die Erfindung vom Mikrofon. Stimmt, macht Sinn. Man hat ja vorher auf Events mega schwierig können kommunizieren. Man hat ja gar nicht die Lautstärke gehabt. Also ich habe mir dann auch überlegt, wie das bei den Olympischen Spielen damals funktioniert hat. Dort kann ja niemand rumgeschrien haben und selbst wenn, das wird man dann auch nicht überall gehört haben. Also das ist ein ganz spannender Aspekt, dass eigentlich die Möglichkeit, die wir jetzt haben, zum Event zu machen, und das ist für uns so etwas Simples, ein Mikrofon, oder? Das hat es für ihn einfach nicht gehabt. Ich frage mich das immer, wenn ich so Serien schaue, so, wo im Mittelalter oder Wikinger oder so, und du hast dann so den mutige Held, der auf der Burg steht und irgendetwas abschreit und unten dran ist kilometerlanges Heer und du denkst so, die haben das alle gar nicht verstanden. Ja, ich weiss gar nicht, was der da runterbrüllt. Das stimmt. Ist eigentlich, das wäre jetzt noch ein Nachtrag wert, wie man das gemacht hat. Vielleicht machen wir eine eigene Episode zum Thema Mikrofon und Entwicklung vom Ton, wer weiß. Ja, also ich habe das dann tatsächlich noch ein bisschen probiert zu recherchieren, aber ich habe jetzt nichts Handfestes gefunden. Also, wie, dass man das gemacht hat? Ja,
Ich nehme an, die es gehört haben, haben sich das weitergesagt oder man hat sich an mehreren Standorten mit verschiedenen Personen organisiert, die dann einfach halt das Gleiche gesagt haben. Ja, oder es war vielleicht auch schlichtweg egal gewesen, wenn die hinten dran gar nicht verstanden haben, um was es geht. Ja. Also ich meine, wenn du irgendwie eine Klassengesellschaft hast, wenn sowieso die relevanten Personen in deinem Ballsaal hast und jetzt bös gesagt, der Pöbel draussen kommt es eigentlich gar nicht so darauf an, ob die das mitbekommen oder nicht. Also kann man vorstellen, dass das schon auch ein Thema war. Definitiv. Ich bin dann eben auch in Bezug auf Mikrofon ein bisschen, also ich bin eigentlich nur darauf gekommen wegen der Musik. Ich habe mir natürlich auch noch angeschaut, wie haben sich Musikveranstaltungen entwickelt. Und was ich dort mega spannend gefunden habe, ist, dass Musik eigentlich schon ganz, ganz lang logischerweise in den Herzen der Menschen ist, aber dass sich das erst zu einem viel späteren Zeitpunkt dann auch wirklich etabliert hat, dass man Konzerte macht und dann auch, also dass man das wie organisiert. Es gibt ein Venue, Leute gehen dort hin, man muss ein Konzertticket kaufen oder einen Schilling zahlen, um reinzukommen. Und habe dann wie herausgefunden, dass damals der Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der hat damals angefangen in einer kirchlichen Venue zu spielen. Und die Leute haben dann dort eben einen Schilling müssen zahlen zum Zuhören. Und das war so weit der Anfang, der Ursprung vom Konzert. Und alles, was es vorher gegeben hat, war einfach in einem Rahmen, der noch nicht so einen Umfang hatte. Also es hat dann vielleicht schon mal irgendwie einen Musiker gegeben, der irgendwo auf der Straße etwas gespielt hat. Oder auch wieder im alten Griechenland die Barden, die auf ihren Lyren gespielt haben, um die Götter anbeten oder zu verehren. Aber wirklich so Konzert ist erst auch wesentlich viel später gekommen. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Ich glaube, da ist auch so der Hofmusiker ist ja vorher auch, vielleicht bist du am Königshaus gewesen, eingeladen worden, hast du gespielt, aber dort ist ja eigentlich auch wieder nur für eine ganz beschränkte Gruppe an Leuten der Zutritt gewesen. Wobei man natürlich auch heutzutage und auch dort mal sagen muss, es kann ja schlussendlich nur den Event besuchen, wer sich den Schilling leisten kann. Also das Thema ist nach wie vor auch heute noch top aktuell. Gut, heutzutage hat sich halt wie das Maß ausgeweitet auf wie viel oder wer sich das kann leisten. Mehr können sich leisten. Mehr können sich leisten, genau. Und früher ist es wirklich nur am Adel zugestanden. Also ich habe dann auch im Mittelalter die französischen Könige sind dafür bekannt gewesen, dass sie ganz grosse und pompöse Feste machen. Und die haben dann Mätresse gehabt. Also Mätresse ist eigentlich die offizielle Geliebte von einem Fürst oder von einem König. Und die haben dann immer in dem Rahmen vom Königshaus unglaublich grosse und prunkvolle Feste organisiert. Und auch die sind nur am Adel zugestanden. Und was ich dort auch spannend gefunden habe, ist, es ist eines der Hauptziele gewesen, dass man Themen von der Zeit, die der König unterhaltet und auch die französische Herrschaft demonstriert, dass das am Event ein mega prägnanter Punkt ist, also etwas, was mega wichtig ist und im Zentrum steht. Ja. Was ich auch sehr spannend gefunden habe. Mega. Und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, man hat irgendwie ein Interesse und man möchte Interessen vertreten. Ja, also das ist wirklich das beste Beispiel, also, oder 1:1 eine Parallele, wie es auch heute ist. Ja. Man macht etwas aus einer Machtdemonstration, beziehungsweise aus einem finanziellen Anreiz. Genau. Eigentlich schon noch verrückt, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Ja, wenn man so überlegt, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? So. Wobei man muss schon sagen, dass was sich verändert hat, und das hat dann auch viel mit der Musik zu tun, ist, dass es mittlerweile Veranstaltungen gibt, die in einem beeindruckenden Ausmaß stattfinden, mit zigtausenden von Zuschauern, wo in dem Sinn einfach ein Konzert ist und ja, ich sage jetzt mal, kein grosses Interesse dahinter steht. Es geht einfach um die Unterhaltung, um den Spass und das von der breiten Masse. Also das ist etwas, wo, ich sage jetzt mal, das ist im letzten Jahrhundert aufgekommen und hat es vorher so noch nicht gegeben. Genau. Und ich glaube eigentlich ja wirklich, wenn man anschaut, irgendwie das letzte Jahrhundert bis heute, ist das, die Zahlen sind unglaublich beeindruckend, wo da plötzlich erreicht werden. Wenn man das mit den Besucherzahlen nochmal auf den aktuelleren Kontext bezieht, also aktuell, das letzte Jahrhundert zum Beispiel, also die Weltausstellung, die 1889 in Paris stattgefunden hat 32 Millionen Besucher angezogen. Und nur schon 3 oder 4 Jahre später hat sie nochmal stattgefunden in Paris und da sind es schon 50 Millionen Besucher gewesen. Wow. Also unglaubliche Zahlen für die damaligen Verhältnisse auch, dass man so ein breites Publikum, jeder Mann, jeder Frau quasi anzieht, ist
ist ein unheimlicher Gump von Zugänglichkeit. Und wenn man das jetzt vorspult und zum Beispiel auf ganz aktuell Super Bowl das Jahr mit der Rihanna, also da hat über 1 Milliarde Zuschauer das Ganze per TV verfolgt, per Stream. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute auch über Social Media und quasi on demand sich mit dem auseinandergesetzt hat, ist unglaublich, die Reichweite. Ja, es ist schwierig zu vorstellen, dass es 1/7 von der Welt ist, wo das einfach zugeschaut hat. Hättest du das den Römer oder den Ägypter oder den Griechen gesagt damals, dass 1/7 von der ganzen Welt in der Zukunft wird am Event dabei sein, dann hätten die wahrscheinlich das auch nicht geglaubt. Ja, ich glaube, die hätten sich das alles gar nicht vorstellen können. Definitiv. Ich glaube, es macht Sinn, in diesem Zug auch vielleicht nochmal auf die Rolle der Medien vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu sprechen zu kommen. Also wir haben schon mal im Kontext von der FIFA mit den Übertragungsmöglichkeiten das angeschaut. Du hast auch die Entwicklung des Mikrofons, was natürlich Sinn dazu beigetragen hat, erwähnt. Aber allgemein, es ist nicht nur die mediale Entwicklung, sondern auch die Entwicklung vom Marketing, wo die Events nochmal in höhere Sphären gelupft hat. Und es gibt interessante auch soziologische Untersuchungen zum Thema Mega-Events in Städten. Das wäre zum Beispiel das Zürichfest. Und da ist es ganz klar, der Anreiz, um so etwas zu machen, ist in erster Linie zum Geld zu verdienen. Mhm. Und das jetzt nicht unbedingt nur von einem Organisationskomitee aus, sondern natürlich für alle, die Wertschöpfung für alle Teilnehmer, für alle Unternehmen, für die ganze Stadt als solches, für Tourismus, für einfach, es ist so eine grosse Wertschöpfungskette, wo so Events unabdingbar machen für Städte, für Orte, Regionen, für Länder. Mhm. Und ich glaube auch darum, man nie wirklich aufhören wird, um das zu machen. Also nebst dem Unterhaltungsfaktor, dem sozialen Faktor, ist, glaube ich, der Geldfaktor in der heutigen Welt vermutlich der treibendste. Absolut, absolut. Das ist auch der Grund gewesen, warum es bei der Industrialisierung dann mehr, also wieso dann effektiv mehr Events gemacht worden sind. Klar, einerseits man hat Möglichkeiten gehabt, aber es sind dann wirklich Firmen gewesen, Betriebe, die in der Industrialisierung neu aufgekommen sind, politische Parteien, Königsfamilien, und die haben alle wollen ihre Interessen oder ihre Meinung unter das Volk mischen und unter das Volk bringen. Und darum hat es dann auch dazu geführt, dass so viel mehr Events stattfinden. Also gerade auch für jetzt einen Betrieb oder eine Firma ist das mega wichtig gewesen, um das, vielleicht die Produkte, die sie hat oder die Pläne, die sie für die Zukunft haben, für die Investoren, dass man das kommuniziert und dass die Leute informiert sind über was die Entwicklungen sind diesbezüglich. Mhm. Vielleicht noch, bevor wir in den Abschluss gehen, eine spannende Studie, die ich gefunden habe, aus dem 2016. Ich weiss, es war Prä-Corona-Zeit, eine Studie auf internationalem Level, die dazu gemacht worden ist, über das Thema Face-to-Face von kleinen Unternehmen. Und es ist interessant, dass doch 85% von diesen Teilnehmern gesagt haben, sie präferieren Face-to-Face-Meetings in Bezug auf Verkaufsabschlüsse, auf ihr Erfolg vom Unternehmen quasi Fürsorge zu treiben. Und die Frage, was das quasi der Anreiz ist, zu einer Konferenz zu gehen, ist doch für 75%, jetzt da sind es vor allem technische Kleinunternehmen, dass sie Networking machen können, das war die höchste Priorität gewesen. Und 81% sagen, sie gehen dorthin, um quasi sich mit den News aus der Industrie und den neuesten quasi Produktpräsentationen können auseinandersetzen und sich wieder informieren. Und es ist wahnsinnig spannend, dass viele auch gesagt haben, dass wenn ein Verkauf auf wackeligen Beinen steht, dass ein Face-to-Face-Gespräch eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um das wirklich effizient nochmal umzureissen und zu einem erfolgreichen Verkaufsabschluss zu kommen. Mhm. Also von dem her, es geht alles um den Verkauf, um das Zusammenkommen und ist höchst erfolgreich, auch in der heutigen Welt. Ja. Und der Grund, weshalb wir das ja machen, oder? Genau, ja. Das Vertrauen ist das, was dann, also das Face-to-Face gibt das Vertrauen, um so Sachen dann auch zu machen. Genau. Und wir haben ja in der Corona-Zeit, die erst gerade kürzlich war, wo nur digitale Veranstaltungen stattgefunden haben und man hat Sachen über Plattformen gemacht oder über Zoom und so weiter. Und das hat alles gut funktioniert und es war cool gewesen, aber was wir immer wieder gehört haben, ist das Networking. Das Networking fehlt, wie macht man das? Und dann haben wir probiert mit digitalen Tools und Matchmaking und whatever, hat man probiert, das Networking zu ersetzen. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, es geht nicht. Es ist nicht der gleiche Wert wie Face-to-Face, weil Face-to-Face haben wir das Vertrauen,
Und das Vertrauen hat man nur, wenn man zusammenkommt. Mhm. Es bringt uns eigentlich wieder zurück zum Lagerfeuer und den ersten Treffen, also so der Anreiz vom gemeinsam irgendwo sein, gemeinsam sich austauschen, physisch sich treffen, der soziale Gedanke und halt auch der, ja, es ist etwas Emotionales, auch im Business-Kontext, ist eigentlich ein unschlagbarer Wert und der Grund, weshalb wir Veranstaltungen machen. Ja, eigentlich etwas mega Schönes, dass sich das so entwickelt hat. Und Sandhya, was bringt uns das heutzutage? Jetzt haben wir die Geschichte der Events angeschaut, verschiedenste Beispiele gemacht. Das hat alles zu dem geführt, was wir heute machen. Und was bedeutet das für uns? Also für unsere Arbeit ist es, glaube ich, spannend, sich das immer wieder in Bewusstsein zu rufen. Ich glaube, manchmal versuchen wir auch mega viel zu erreichen mit unseren Konzepten oder mit Events, die wir machen wollen. Und schlussendlich sind es einfach elementare Kerninteressen, die immer die gleichen sind. Und ich glaube, wenn man für die schafft, kann man ein erfolgreiches Event machen. Und ich glaube, schlussendlich hilft es uns, wenn wir uns mit dem beschäftigen und mal über das nachdenken, es wieder mal im Bewusstsein hat und sich inspirieren lassen von dem. Ganz genau. Und ich glaube, das stellt dann auch die Relevanz im Vordergrund. Und Relevanz ist etwas, was aus meiner Sicht einfach ein gutes Event ausmacht. Ja. Ja, dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich ein Thema, wo wir noch stundenlang darüber weiterreden können. Ein sehr spannendes Thema. Falls euch noch mehr dazu interessiert, dann geht doch auf unsere Webseite habecker.ch/radar oder wenn ihr eine Frage oder einen Kommentar habt, dann schreibt uns doch ein Mail an radar@habecker.ch. Und mit dem, liebe Sandhya, würden wir uns verabschieden. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.